Alle 3 dieser Pflanzen wurden gentechnisch verändert. Aber wie geht das? Und was bringt das überhaupt? Das und vieles mehr beantworten wir in diesem Video über grüne Gentechnik. Kapitel 1: Was ist grüne Gentechnik? Die Gentechnik ist ein Teilgebiet der Biotechnologie und umfasst Methoden zur gezielten genetischen Veränderung von Organismen. In gentechnischen Verfahren wird das genetische Material von Lebewesen künstlich verändert, neues Material eingefügt oder Material entfernt. Die grüne Gentechnik beschreibt dabei nur Verfahren in der Landwirtschaft. Es geht also vor allem um die Veränderung des Erbguts von Nahrungspflanzen wie Mais oder Weizen. Im Folgenden erklären wir die 3 wichtigsten Verfahren. Für das erste Verfahren wird eine sogenannte Genkanone benötigt. Dabei wird die DNA, welche auf Metallpartikeln wie Gold oder Wolfram geschichtet ist, auf die Zellen geschossen. Diese Methode ist aber sehr unzuverlässig, da die Gene oft nicht aktiv werden können und viel dem Zufall überlassen wird. Allerdings konnte mit dieser Methode bei Soja eine Resistenz gegen ein Spritzmittel erwirkt werden. Ein weiteres Verfahren ist der Gentransfer mit Hilfe von Bakterien. Bakterien wie zum Beispiel Agrobacterium tumefaciens haben die nützliche Eigenschaft, seine eigene DNA in die von ihnen befallenen Zellen einzuschleusen. Diese Fähigkeit kann man nutzen, indem man das Opin-Gen, welches das Bakterium normalerweise einschleusen würde, mit dem gewünschten Gen im Plasmid des Bakteriums austauscht. Dieses modifizierte Bakterium befällt nun die Pflanze und baut das Gen in das Pflanzengenom ein. Mit diesem Verfahren ist es gelungen, Mais resistent gegen Maiszünsler zu machen. Das neueste und effektivste Verfahren in der Gentechnik ist das sogenannte Genome Editing mit Hilfe von CRISPR-Cas9. Das Cas9-Protein kann ein Gen mit Hilfe einer RNA-Sequenz, welche an das Protein gebunden ist, aufspüren und aus dem DNA-Strang rausschneiden. Die Zelle versucht dann, die Schnittstelle zu reparieren. Dabei passieren oft Fehler. So können zum Beispiel einzelne Basen fehlen, das komplette Gen deaktiviert oder ein synthetisches DNA-Fragment eingesetzt werden. Mit dieser Methode wurde Weizen so verändert, dass es resistent gegen Mehltauerreger ist. Kommen wir nun zu den Zielen von grüner Gentechnik und auch der Kritik an ihr. Durch Gentechnik können zum Beispiel höhere Erträge erzielt oder auch die Kosten gesenkt werden. Zudem können Pflanzen resistent gegen Schädlinge und Herbizide gemacht werden. Eine weitere Möglichkeit ist der Anbau an schwierigen Stellen, indem man Pflanzen an die Umstände anpasst. Außerdem können Eigenschaften wie zum Beispiel der Geschmack verändert werden. Allerdings gibt es speziell an der grünen Gentechnik einiges an Kritik. Zum Beispiel werden auf Ackern mit gentechnisch veränderten Pflanzen viel Dünger und Pestizide eingesetzt, da die Pflanzen ja dagegen immun sind. Dennoch schadet das dem Boden und den Organismen, welche in diesem leben. Also, zusammengefasst habt ihr in diesem Video gelernt, was Gentechnik und grüne Gentechnik ist, habt die 3 wichtigsten Verfahren kennengelernt und kennt die Chancen, aber auch die Risiken von Gentechnik bei Pflanzen.